Die Islamisten der Hisbollah im Libanon sind schwer getroffen von den Anschlägen auf ihre Funkkommunikation. Die Gesundheitsbehörden melden insgesamt 37 Tote, mehr als 3.500 Verletzte durch diese beiden Explosionswellen. Und Hisbollah-Chef Nasrallah macht Israel dafür verantwortlich und klagt an, der Feind hätte alle roten Linien überschritten. Und weiter, die Attacke käme einer Kriegserklärung gleich. Es sei ein Kriegsverbrechen gegen Zivilisten begangen worden. Die Botschaft der langen Nasrallah-Rede ist deutlich. Der Chef der vom Iran gesteuerten Islamistenmiliz inszeniert sich als Kämpfer für das libanesische Volk. Über mögliche Konsequenzen allerdings kann weiter nur gemutmaßt werden. Erstaunlich schnell hat der Anführer der Hisbollah-Terroristen reagiert. Hassan Nasrallah spricht von Massaker und betont, Israel habe mit den Explosionen tausender Pager und Walkie-Talkies alle roten Linien überschritten. Der Feind ging davon aus, dass die 4.000 Geräte auf die verschiedenen Hisbollah-Mitglieder verteilt werden. Als der Feind diese Sprengung initiiert hat, hat er gezielt und motiviert 4.000 Menschen innerhalb von einer Minute töten wollen. Die Explosionen, die gleichzeitig stattfanden, damit hat der Feind alle roten Linien überschritten. Er hat sich um nichts gekümmert, weder moralisch noch menschlich noch juristisch. Nasrallah kündigt an, die Wege der elektronischen Geräte nachzuverfolgen, gleichzeitig eine angemessene Reaktion gegenüber Israel auszuloten. Konkret wurde Nasrallah in seiner Rede nicht. Viele im Land sind in einem Schockzustand, haben Panik, ihre elektronischen Geräte zu benutzen. Die Hisbollah bestätigt 32 Tote in den eigenen Reihen. An die 40 Menschen starben, 3.000 Verletzte gab es. Wir hatten echt Angst. Wir haben Pager auch hier im Krankenhaus. Und wir haben dann alle Pager ausgemacht, den Massenunfallplan aktiviert und dann kamen auch schon Hunderte Verletzte. Das manipulierte Modell offenbar dieses Funksprechgerät der Marke ICOM. Nach Angaben des japanischen Herstellers wird es schon seit 10 Jahren nicht mehr produziert, wurde bis 2014 aber vor allem in den Nahen Osten exportiert. Laut Sicherheitsexperten muss es dem israelischen Geheimdienst Mossad gelungen sein, die Lieferketten dieser Geräte zu infiltrieren. Israel selbst schweigt. Bei dem Besuch einer Luftwaffenbasis spricht Israels Verteidigungsminister Gallant von einer Neuorientierung. Wir befinden uns am Anfang einer neuen Phase des Krieges. Der Schwerpunkt ist nun eine Verlagerung der Truppen in den Norden Israels. Inzwischen gab es wieder Gefechte im Grenzgebiet zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz. 2 israelische Soldaten seien getötet worden. Rund 60.000 Israelis haben ihre Häuser in der Grenzregion verlassen aus Angst vor libanesischem Raketenbeschuss. Das israelische Sicherheitskabinett hat ihre Rückkehr nun zu einem offiziellen Kriegsziel erklärt. Und wir sprechen mit Aryeh Shalika, Schriftsteller und früher Sprecher der israelischen Armee. Schönen guten Abend. Shalom aus Israel, guten Abend. Also heute hat Hisbollah-Chef Nasrallah da in dieser Rede von einem Kriegsverbrechen Israels gesprochen, weil eben auch Zivilisten getroffen wurden bei diesen Explosionen der Pager und Funkgeräte. Wie sehen Sie das? Also die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, warum seit fast einem Jahr Hisbollah die Zukunft Libanons auch, des Staates Libanons riskiert. Warum seit fast einem Jahr aus dem Libanon Beschuss auf Israel stattfindet und das täglich und warum nach fast einem Jahr immer noch zwischen 60.000 und 100.000 Israelis, die im Norden Israels gelebt haben, nicht wieder in ihre Wohnungen zurück können. Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Und die Frage ist, warum Nasrallah, Hisbollah-Chef Nasrallah, der ja angeblich für den Libanon tut, was er tut, aber genau das Gegenteil tut, weil für den Libanon tut das nicht. Er tut es für den Iran, weil die Hisbollah natürlich der verlängerte Arm des Mullah-Regimes im Iran ist und in dem Sinne eigentlich nur das Leben der Libanesen riskiert, indem er weiterhin Israel beschießt. Die Frage ist, warum er das alles macht, wohin das Ganze führen soll. Und Israel hat, glaube ich, jetzt nach ungefähr einem Jahr Beschuss aus dem Libanon, man könnte auf gut Deutsch sagen, die Schnauze voll und man befindet sich jetzt auf dem Weg in eine neue Phase vis-à-vis dem Libanon und der Hisbollah. Sie sagen schon neue Phase und heute hat Israel auch wieder Stellungen der Hisbollah im Süden des Libanon beschossen. Ist das der Auftakt zu einem möglicherweise großen Krieg oder zu einer Bodenoffensive?
Man sagt ja immer gerne, all options are on the table. Und wenn man das sagt als Bedrohung und nicht auch wirklich ein Stück weit Muskeln zeigt, und das tut Israel in den letzten Tagen und Wochen immer wieder, indem man der Hisbollah, dem Libanon, aber auch unseren Verbündeten und Freunden im Westen eindeutig klar macht, dass wir es ernst meinen. Wenn die Hisbollah den Beschuss nicht einstellt, wenn der Libanon den Beschuss nicht einstellt, dann bleibt Israel im Endeffekt irgendwann nach 11, 12 Monaten Krieg, nach 11, 12 Monaten Beschuss keine andere Wahl, als, ich sage jetzt mal, das Volumen hochzufahren. Die Aktionen der israelischen Armee der letzten 11, 12 Monate waren besonnen vis-à-vis dem Libanon. Dieses Ping-Pong-Spiel, Beschuss und Aktion und darauf Reaktion. Und auf jeden Beschuss gab es einen Beschuss zurück. Das alles muss irgendwann ein Ende haben und das eigentlich auch zum Wohl der Libanesen selbst. Weil wie lange kann man in so einer Situation leben, wo man sich seines Lebens nicht sicher sein kann, weil die Hisbollah das Land und die Menschen, deren Schicksal, deren Zukunft aufs Spiel setzt. Die Frage ist natürlich, ob die Hisbollah Vergeltung eben doch üben wird. Was meinen Sie, wie nachhaltig ist diese Terrororganisation jetzt beschädigt, auch psychologisch und damit eben auch ihr eigentlicher Kopf? Sie haben es ja angesprochen, der Iran. Diese Terrororganisation hier im Nahen Osten, die in den letzten 40 Jahren, über 40 Jahren vom Iran, vom islamischen Regime nach der Islamischen Revolution 79, peu à peu aufgebaut wurden, mit Indoktrination, mit Waffen, mit Training, mit Geld, mit strategischem und taktischem Denken, mit Ingenieurwesen. Wir sehen das alles jetzt am explodieren. Und zwar im Libanon, wir sehen es in Syrien, wir sehen es im Irak, wir sehen es im Jemen, wir sehen es in Gaza und an anderen Orten, dass dieses gesamte Gebilde, was der Iran, was die Mullahs, was die Revolutionsgarden in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, jetzt alle zusammen, dirigiert natürlich aus Teheran, seit knapp einem Jahr es auf Israel abgesehen haben. Israel beschießen, wir befinden uns in einer Art 7-Fronten-Krieg und das nicht seit gestern. Und natürlich muss man die Worte von Terrorchefs ernst nehmen. Und da hat Israel in der Vergangenheit leider auch Fehler begangen. Sinwar, Hamas-Terrorchef Sinwar, hat die Aktion, den Terroranschlag, das Massaker vom 7. Oktober angekündigt. Also man hätte es ernster nehmen können. Und genauso muss man auch ernst nehmen, wenn Hassan Nasrallah etwas sagt. Weil normalerweise, wenn sie sagen, dann tun sie auch. Die Frage ist, was werden sie tun? In welchem Ausmaß werden sie tun? Aber ganz gleich, was sie tun werden, Israel wird auf alles jetzt ab sofort auch eine angemessene Reaktion zeigen. Ariel Chalika, vielen Dank für diese Einordnung und diese Einschätzungen. Gerne.